1500 Abonnenten. Vielen, vielen Dank euch allen für diesen Support. Es macht mir wirklich jeden Tag mehr Freude. Je mehr ihr werdet, je mehr wir uns austauschen, je mehr ihr euch gegenseitig auch in den Kommentaren unterstützt, das freut mich wirklich. Kommen wir nun zum Jahrestagsevent Phase 2. Es gibt neues Material, es gibt ganz viele neue Sachen, auf die gehe ich gleich ein. Erstmal möchte ich euch gerne meinen Partner und meinen Sponsor für das Video kurz vorstellen. Mein Partner ist der Amazon App Store. Amazon promotet momentan seinen eigenen App Store mit vollem Fokus auf mobiles Gaming. Und natürlich auch unsere Hassliebe State of Survival ist dort vorhanden. Was nun das Besondere an dem Amazon App Store? Ihr spart im Vergleich zu anderen Preisen bis zu 20%, je nachdem welches Angebot ihr dort nutzen wollt. Wie funktioniert das Ganze? Im Grunde, ihr müsst euch keine Sorgen machen als bestehender Spieler. Ihr müsst nicht wie bei anderen einen Account-Transfer wie über den Support machen, sondern ihr könnt das ganz einfach machen, indem ihr euren bestehenden Account, zum Beispiel Facebook, einfach als Login dort nutzt. Ihr könnt beide Apps auch nebeneinander auf dem Smartphone weiter behalten. Falls ihr noch kein Spieler von State of Survival seid, ist das kein Thema. Ihr könnt einfach den Link unten nutzen, ladet euch den Amazon App Store runter und verbindet das Ganze dann mit eurem Amazon-Account und einem anderen Account, den ihr dafür nutzen wollt. Kommen wir nun zu den Coins. Die könnt ihr über den Store kaufen und bekommt da, je nachdem wie viel ihr an Coins kaufen wollt, dementsprechend auch natürlich eine Rabattierung. Die Coins ersetzen im Endeffekt die Preise im Spiel. Also bisher habt ihr in eurer Landeswährung bezahlt, in unserem Fall Euro. In Zukunft würdet ihr halt die Währung vorher schon umtauschen in die Coins und dann eben mit den Coins entsprechend mit bis zu 20% Rabatt das Ganze kaufen. Und wenn ihr damit starten wollt, dann klickt ihr ganz unten rein. Es ist wirklich ganz einfach. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr einmal den Amazon App Store runterladen könnt. Dafür müsst ihr eine Einstellung ändern, nämlich dass ihr Apps aus unbekannter Herkunft zulasst. Kommen wir nun zu den Details. Für Phase 2 gibt es neues Material, Stahl und wie ihr da drankommt. Das einmal durch das Event Lederplünderung. Leider Gottes der Name auch noch von Jahrestagsevent 2 drin, aber ihr bekommt das, indem ihr wieder den Infizierten jagt. Ihr habt 10 Chancen pro Tag und das Event geht für 6 Tage. Dazu, wenn ihr Infizierte jagt in euren Intel-Aufgaben, habt ihr dann einmal wieder das Masterband und auch die Stahlträger, die ihr für die Phase 2 beim Event Tag der Hoffnung Musikfestival braucht. Phase 1 ist abgeschlossen, da braucht ihr ein anderes Material, das seht ihr auch in meinem anderen Video. Und Phase 2 braucht ihr wieder ein neues Material und Phase 3 wird auch ein neues Material brauchen. Daneben gibt es auch wieder Licht- und Farben-Events. Leider Gottes für Free-to-Play-Player wieder nicht möglich, das Ganze zu Ende zu schaffen, denn ihr müsst wieder ein Paket dafür kaufen. Das könnt ihr natürlich auch über Amazon machen. Lucky Slots, wie gesagt, hat sich nicht viel geändert, ist das gleiche, ihr habt 2 Chancen über Biocaps zu kaufen und ansonsten gibt es im Shop natürlich jetzt für die neue Statue die Proxy-Unterlagen, Zertifikate, die Boxen wieder und ansonsten natürlich Material für das Flugzeug oder auch den Helikopter und vieles weitere noch dazu. Bei der Elektroparty haben sich die Belohnungen ein bisschen verändert, ihr bekommt da jetzt auch noch, auch als Free-to-Play-Player ein paar Chips. Natürlich für die Leute, die auffüllen, hat das gleich den doppelten Effekt, denn ihr könnt das kombinieren mit Elektroparty und Licht und Farben. Aber wie gesagt, für Free-to-Play-Player habt ihr da leider keine Chance. Kommen wir nun zu den Änderungen, die schon auf den Live-Servern sind. Denn wenn ihr eure Events anguckt, unter anderem Abbauchaos, werdet ihr feststellen, dass, wenn ihr auf die Bestenliste guckt, bei den Rangbelohnungen plötzlich so ein komisches Teil ist, das sich extra destillierte Biocaps nennt. Für das Gute zeige ich euch gleich. Erstmal, wenn ihr in den Rängen seid, egal welchen Rang ihr macht, ist es wichtig, dass ihr ein paar Punkte macht, bekommt ihr schon gute Belohnungen. Von 180 bis 200, wenn ihr über 18.500 Punkte geht. Dann bei den persönlichen Rängen geht es natürlich ab 700 runter, aber trotzdem, selbst wenn ihr in den Top 100 in eurer Gruppe seid, bekommt ihr echt viele extra destillierte Biocaps. Das gleiche beim Sammeln, da bekommt ihr leider nur deutlich weniger, also ist Kills das Entscheidende, dementsprechend strengt euch ein bisschen an, damit ihr auch richtig Spaß beim Mining Mayhem habt. Mining Mayhem, habt ihr ja mitbekommen, hatte ich ja auch in meinem PTR-Update-Video schon genannt, ist verkürzt um 4 Tage. R1 und R2, da kämpft ihr gegen Solo-Infizierte, aber wichtig da, versucht dort wirklich mit allen Mann Solo-Angriffe so schnell und so viele ihr könnt
um ihn runterzubekommen, damit ihr schnell vorankommt. Das nur als kleiner Hinweis nebenbei am Rande, das ist jetzt auch auf den Live-Servern angekommen. Das Instant Healing hat sich da auch verändert, denn es sind 20% statt diesen 3x10%. Das ist nur noch ein zusätzliches Talent, das dazugekommen ist. Aber mehr dazu findet ihr im PTR-Update-Video. Neben dem Abbau-Chaos hat sich das auch bei Reservoir Raid geändert. Aber wichtig, nicht das Event selbst hat sich geändert, sondern die Belohnung. Wie ihr hier seht, für die Gewinnerallianz gibt es 188, für die Verlierer 94 von dem extra destillierten Biocaps. Für alle Mitglieder der siegreichen bzw. besiegten Allianz. Sobald ihr die Maximalbelohnung für das Event habt, 180.000, bekommt ihr auch 560 von dem extra destillierten Biocaps. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Wofür ihr das Ganze jetzt gebrauchen könnt. Es gibt in dem Store-Bereich jetzt ein neues Teil, das nennt sich Event Skins. Da gibt es zwei Varianten. Einmal die Event Ruhmespunkte und dann eben die extra destillierten Biocaps. Die Event Ruhmespunkte sind für die beiden Aged Good Skins, die es aktuell gibt. Das Teil ist 170 Tage verfügbar, beziehungsweise jetzt nur noch 167 Tage. Es war vorher noch kurz auf dem PTR, deshalb ist das schon sicherlich abgezogen worden. Mit den extra destillierten Biocaps wiederum könnt ihr den Mars-Skin kaufen, wobei ich davon abraten würde, weil er 2000 kostet und mit 2000 könnt ihr deutlich mehr anfangen, nämlich eure Stats verbessern. Einmal für 400 1,5% Truppenverteidigung, für 1000 bekommt ihr 2% Truppenverteidigung dazu und für 1600 bekommt ihr nochmal 2,5% dazu. Das heißt, für 2000 extra destillierte Biocaps bekommt ihr 4% Stats dazu statt einfach ein Mars-Skin. Dementsprechend Empfehlung, kauft euch lieber die beiden Rahmen als den Mars-Skin. Dazu hat sich noch was geändert. Wenn ihr aufmerksam die Pflichtruf verfolgt, dann ist euch was aufgefallen, denn ihr findet plötzlich hier unten Dienstabzeichen mit drauf, was eine sehr gute Änderung ist, weil wir brauchen davon deutlich mehr. Durch die Änderungen in der Heldenzuweisung, also Heldenzuweisung 2.0, ist das echt ein guter Fortschritt, dass zumindest auch Dienstabzeichen dort verfügbar gemacht werden. Hier haben sich leider die Belohnungen nicht verbessert, nur hier ist das Dienstabzeichen in dem Spin dazugekommen. Wenn ihr Glück habt, ich wünsche es euch, dann habt ihr ein Dienstzeichen sehr günstig dazu bekommen. Dazu gibt es noch ein Weltevent. Wie immer, das gleiche Verfahren leider Gottes wie fast immer. Ist es ein bisschen früh dran, weil Winter ist noch nicht. Aber es gibt wieder zwei Exclude-Skins. Die beiden habe ich euch hier eingeblendet. Die gleichen Bedingungen wie sonst auch immer, also nichts Besonderes. Aber jetzt eine richtig krasse Änderung nochmal. Die Änderung ist bei der Falle. Wie ihr hier schon seht, gibt es plötzlich Einsatzleitfäden. Das ist bei Level 7 oder Level 8 Hölle, bekommt ihr 11 Stück. Nur dafür, dass ihr die spielt. Ich bleibe bei meiner Empfehlung, spielt Level 1 verrückt, auch wenn ihr da nur dafür, dass ihr sie spielt, nur 4 Einsatzleitfäden bekommt. Die 7 werden keinen Unterschied machen, denn wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal genauer angucken, dafür, dass ihr sie getötet habt, bekommt ihr eben 4, aber ihr bekommt jetzt plötzlich diese Kisten. Die Bio-Gefahrenkiste. In der könnt ihr nämlich auswählen, ob ihr 50 Heldenausrüstungsteile oder einen Einsatzleitfaden habt. Für Spieler, die Max sind, ist natürlich die Entscheidung recht einfach, komplett auf die Einsatzleitfäden zu gehen. Für Free-to-Play-Player würde ich weiterhin empfehlen, geht auf die Heldenausrüstungsteile. Denn ihr bekommt dort wesentlich mehr Boost als jetzt erstmal in den Einsatzleitfäden. Aber für Rally Leads definitiv Einsatzleitfäden, weil ihr werdet höchstwahrscheinlich eure Heldenausrüstung schon gemaxt haben. Dementsprechend eine super Möglichkeit, ganz tolle Änderungen bei der Falle und wir bekommen endlich keine Eva-Fragmente mehr, sondern wirklich was Sinnvolles. Das ist endlich mal ein guter Change. Freut mich mega und ja, ich hoffe, ich kann euch einen guten Eindruck geben, was gerade auf den Live-Servern sich geändert hat, was ihr machen könnt und wie es euch hilft.